Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder was richtig Cooles für euch, hat aber diesmal nichts mit Hubschraubern zu tun. Ihr seht schon, es handelt sich heute um die Pocket Racer. Ich habe das Starter-Set heute für euch hier. Darin enthalten sind immer zwei Sets von Auto- und Fernsteuerung und ein bisschen Zubehör ist hier noch drin und einer Rennstrecke, damit ihr direkt loslegen könnt. Ihr könnt natürlich auch alles einzeln bestellen, sowohl das Autoset mit Fernsteuerung als natürlich auch die Rennstrecke. Heute zeige ich euch natürlich wieder das Auto etwas genauer, die Fernsteuerung auf jeden Fall und auch das Zubehör und natürlich auch die Rennstrecke und am Ende gehen wir natürlich auch wieder fahren. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Ja, dann zeige ich euch als erstes mal den Inhalt vom Pocket Racer. Hier haben wir als erstes natürlich wieder eine Bedienungsanleitung, hier in Deutsch und Englisch. Hier ist auch nochmal alles schön beschrieben. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit Streckenzubehör und zwar ein paar rote und weiße Reifenstapel, genauso wie rote und weiße Bandenteile. Und noch je zwei rote und weiße Fähnchen mit den passenden Aufklebern dazu. Dann haben wir noch, was auch richtig cool ist, noch eine graue Karosserie dabei, die man sich dann selbst gestalten und lackieren kann. Und dazu noch die schwarzen Fenster und ein paar kleine Schräubchen. Des Weiteren haben wir noch ein USB-A auf USB-C Ladekabel zum Laden des Autos und der Fernsteuerung. Dann haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Pistolengriff-Fernsteuerung dabei. Die zeige ich euch gleich natürlich nochmal etwas genauer. Und last but not least den schicken kleinen Bulli und wie der im Detail aussieht, das zeige ich euch jetzt mal als nächstes. Ja, hier haben wir jetzt den kleinen Bulli mal. Der ist hier noch auf einer Platte montiert und darunter befindet sich noch ein kleines Geheimfach. Das müssen wir hier erst einmal über diesen Verschluss öffnen und aufhebeln. Darin befindet sich dann noch ein kleiner Schraubendreher und 4 Radachsen. Mit dem Schraubendreher müssen wir dann zuerst einmal die kleine Schraube hier hinten in der Mitte herausdrehen, um den Bulli von der Platte entnehmen zu können. Jetzt können wir uns den Bulli mal von allen Seiten etwas genauer ansehen. Wir haben hier die hellblaue Version eines modernen, tiefer gelegten VW Bulli T1, wenn ich das richtig sehe, in einer richtig coolen Surfer-Ausführung, was man natürlich auch hier oben an den Surfbrettern gut erkennen kann. Vorne haben wir eine richtig coole Beleuchtung mit schicken Scheinwerfern und hinten haben wir natürlich auch noch Rückleuchten. Und der Bulli hat sogar noch eine Unterbodenbeleuchtung, die man auch in den Farben verändern kann. Das zeige ich aber gleich nochmal alles in den Funktionen genauer. Oben haben wir über dem Kofferraum noch einen Heckspoiler. Die Scheiben und das Schiebedach des Bullis sind schwarz und auf der Frontscheibe sind noch 2 Scheibenwischer dargestellt. Was auch richtig cool ist, sind die beiden Rückspiegel, die zwar sehr filigran wirken, aber zum Glück flexibel sind, dass sie gar nicht erst abbrechen können. Natürlich hat der aufgemotzte Bulli auch vorne und hinten richtig bullige Kotflügelverbreiterungen und auch rundum Bodenspelle angebracht. Die Reifen bestehen aus Gummi und haben dadurch natürlich auch richtig gut Grip. Und was man nicht denkt ist, dass der Bulli auch eine Federung hat. Jetzt nicht viel, aber eine kleine Federung ist vorhanden. Jetzt gucken wir uns den Bulli noch einmal kurz von innen an. Dazu müssen wir hier unten die hintere Schraube rausdrehen und können dann die Karosserie vorsichtig vom Chassis runterhebeln. Hier muss man allerdings ein bisschen Kraft aufwenden, weil das Chassis relativ stramm in der Karosserie sitzt. Hier sehen wir dann die Steuerplatine und den 1S 160 mAh LiPo-Akku. Der Antriebsmotor sitzt hinten, da der Bulli einen Heckantrieb hat. Auf der Unterseite der Platine sind vorne 2 LEDs für den Scheinwerfer und hinten 2 LEDs für die Rückleuchten angebracht. Und so sieht jetzt die Karosserie von innen aus. Hier sieht man vorne und hinten auch die Lichtleitereinsätze für die Beleuchtung. Auf der Unterseite haben wir dann noch den USB-C-Anschluss zum Laden des Lipos. Daneben einen Ein-Aus-Taster zum Ein- und Ausschalten des Bullis. Und hier haben wir noch den Beintaster, falls man den Bulli mal mit einer anderen Fernsteuerung verbinden möchte. Der Bulli hat einen Maßstab von 1:64 und ist damit ca. 70 mm lang, hat einen Radstand von 42,8 mm, wiegt ca. 35 Gramm und hat eine unglaubliche Fahrzeit von ca. 80 Minuten. Bevor wir dann jetzt zu den Funktionen kommen, packen wir noch eben kurz die Strecke einmal aus. Die können wir natürlich ganz einfach ausrollen und wenn sie ausgerollt ist, kommt hier noch so ein weißes Band zum Vorschein. Das ist nämlich die Bande für die komplette Strecke. Das Band ist selbstklebend und kann ganz einfach mit der Schere zugeschnitten werden und dann auf die Strecke geklebt werden. Bei dem Starter-Set ist immer die Strecke in Größe M dabei. Die hat die Abmessungen von 1,60 m x 900 mm. Sie besteht aus Kautschuk und auf der Oberseite ist eine dünne Stoffschicht, wo dann die Strecke aufgedruckt ist. Wir haben hier eine sehr enge Streckenführung mit vielen engen Kurven, was aber natürlich auch den Reiz von Pocket Racing ausmacht. Wir haben hier bei Start und Ziel 4 Startplätze und hier oben haben wir noch einen kleinen Parkplatz für 3 Autos. Die Umgebung der Rennstrecke ist jetzt eher etwas schlichter im Comic-Stil gehalten, mit Wiese und ein paar einfachen Bäumen, aber im Gesamten eine nette kleine Rennstrecke. Jetzt zeige ich euch nochmal eben die Fernsteuerung mit den ganzen Funktionen und dann werden wir mal versuchen, ein paar Runden hier auf dem Kurs zu fahren. Ja, wir haben hier eine 8-Kanal-Kunststoff-Pistolengriff-Fernsteuerung und zwar die CT01. Die macht auch einen qualitativ recht hochwertigen Eindruck.
ist nicht schwer und liegt auch gut in der Hand, ist allerdings nur für Rechtshänder geeignet. Als erstes müssen wir hier unten mal die Akkusperre rausziehen, denn wir haben hier schon einen 1S 1200 mAh LiPo-Akku in der Fernsteuerung. Dann haben wir natürlich ganz klassisch bei einer Pistolengriff-Fernsteuerung rechts das Steuerrad zum Lenken. Hier in einer schönen Chromfelgenoptik mit einem Schaumstoffüberzug, der auch schön griffig ist. Hier unten haben wir dann natürlich den Gashebel zum Vorwärts-, Rückwärtsfahren und zum Bremsen. Das fühlt sich auch alles sehr hochwertig an und ist natürlich auch alles proportional steuerbar. Das heißt, wir können auch relativ langsam fahren und auch gemächlich einlenken. Oben auf der linken Seite haben wir noch einen USB-C-Anschluss zum Laden des LiPo-Akkus. Darüber eine LED, die beim Ladevorgang angeht. Und daneben haben wir noch den Ein-Aus-Schalter. Wenn wir den nach vorne schieben, schalten wir die Fernsteuerung ein. Dann sehen wir auch schon jede Menge beleuchtete Taster. Hier hinten haben wir noch einen kleinen beleuchteten Dekostreifen, der auch ganz stylisch aussieht, aber glaube ich keine Funktion hat. Dann haben wir hier am Griff als erstes zwei beleuchtete Taster. Mit dem vorderen Taster E können wir die Lichthupe am Fahrzeug aktivieren. Das heißt, wenn wir da drauf drücken, leuchtet das Fernlicht am Bulli. Der Taster D daneben ist zum Einschalten der Unterbodenbeleuchtung, beziehungsweise auch zum Durchschalten der unterschiedlichen Farben für die Unterbodenbeleuchtung. Da gibt es eine ganz große Auswahl an Farben. Oben neben dem Steuerrad haben wir ebenfalls noch zwei Taster. Die sind zum Einschalten der Scheinwerfer und Rückleuchten. Der linke Taster ist zum Einschalten und der rechte Taster zum Ausschalten der Beleuchtung. Der Bulli hat ebenfalls auch noch ein Bremslicht, wenn man bremst, und ein Rückfahrlicht, wenn man mit dem Auto rückwärts fährt. Auf der Oberseite haben wir dann noch 4 weitere beleuchtete Taster. Und zwar können wir mit dem Taster B den Lenkausschlag in 3 Stufen einstellen. Von gering, das wird mit einer grün leuchtenden Taste angezeigt, über mittel, dann leuchtet die Taste weiß, bis zum starken Lenkausschlag, dann leuchtet die Taste rot. Mit der Taste C können wir noch die Fahrgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellen. Von normaler Geschwindigkeit, das wird wieder mit grün angezeigt. Diese Geschwindigkeit ist auch noch gut händelbar. Über mittlere Geschwindigkeit, angezeigt durch eine weiße Taste. Die Geschwindigkeit ist schon relativ schnell für diese Strecke. Bis hin zu wirklich schnell in Rot angezeigt, was auf der Strecke schon extrem schwierig zu fahren ist. Hier muss man dann auch aufpassen, dass der Bulli sich beim Kurvenfahren nicht überschlägt. Mit dem Taster ST können wir noch die Lenkung trimmen, damit der Bulli auch wirklich geradeaus fährt auf den Geraden. Und der Taster TH ist zur Trimmung des Gaskanals da. Der hat allerdings jetzt keine so große Auswirkung. Zentral haben wir noch ein beleuchtetes Display. Hier werden die wichtigsten Daten angezeigt, wie zum Beispiel der Modellname, Akkuanzeige, Empfang zum Auto, die Steuerausschläge und so weiter. Darüber sitzt noch ein Scrollrad mit Tastfunktion. Damit können wir dann durch das Menü scrollen und noch ein paar Einstellungen der Fernsteuerung ändern.
Kommen wir natürlich auch hier wieder zu einem kleinen Fazit am Ende. Optisch muss ich sagen, sehen die Autos wirklich cool aus, richtig modern, sportlich, auch mit den Kotflügelverbreiterungen hier gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Beleuchtung, dass sie dran ist, finde ich cool. Auch das mit dem Rückfahrlicht und dem Bremslicht finde ich richtig schön. Und dass sie auch diese Unterbodenbeleuchtung hat, macht wirklich einiges her. Also das Auto, muss ich wirklich sagen, finde ich richtig cool. Die Strecke finde ich auch ganz witzig, macht auf jeden Fall mega Spaß darauf zu fahren. Auch die Banden kleben wirklich sehr gut, die drohen also nicht, sich während der Fahrt abzulösen. Im Gegenteil, wenn man die abziehen will, muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, um die abzumachen. Also die kleben auch wirklich sehr gut. Das Starter-Set, was ich euch heute hier gezeigt habe, beinhaltet ja immer 2 Autopakete und eine Strecke. Ich habe jetzt hier in meinem Fall 2 blau-orange Autos dabei. Das liegt aber nur daran, dass der gelbe jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Paket bekommen habe, nicht lieferbar ist. Im Normalfall bekommt ihr eigentlich 2 unterschiedliche Autos. Einmal diesen blau-orangen und einmal den gelben Bulli. Das ist jetzt hier einfach nur eine Ausnahme. Deswegen habe ich auch nur den einen gezeigt. Natürlich sind die Pocket Racer jetzt kein Vergleich zu Drift oder dem neuen Carrera Hybrid. Hier steckt natürlich auch ein ganz anderes Konzept dahinter. Trotzdem macht es riesen Spaß, vor allem bei den Geschwindigkeiten, die man hier erreichen kann, auf der Strecke zu bleiben. Das, denke ich mal, ist hier die große Herausforderung. Das macht auf jeden Fall mega Spaß, sich da selber auch zu betteln, dass man wirklich die Runden wirklich gut fahren kann. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schade finde, dass man die Rundenzeiten hier nicht zählen kann. Das wäre noch ganz cool, wenn die Autos noch irgendwie einen kleinen Sensor gehabt hätten, ja, um die Runden aufzunehmen und die Rundenzeiten anzuzeigen. Dann hätte man sich auch besser nochmal betteln können und nochmal vergleichen können, ob die nächste Runde schneller ist als die davorige. Von der Geschwindigkeit, die man fahren kann, kommt man auf jeden Fall auch ähnlich auf die Geschwindigkeiten, wie es bei einer Carrera-Bahn ist. Nur, dass die natürlich slotgebunden ist und hier man frei fahren kann. Wobei ich sagen muss, dass die Stufe 3 in der Geschwindigkeit schon sehr, sehr, sehr schnell ist. Das würde ich gerne mal von einem Profi sehen, der mit der Stufe 3 wirklich hier über die Bahn kommt, ohne Probleme. Das ist wirklich schon richtig, richtig schnell. Das bedarf wirklich viel, viel Übung. Am meisten Spaß hat mir zum Beispiel gemacht die Geschwindigkeitsstufe 1 in Kombination mit der Lenkstufe 2. Das ist jetzt auch trotzdem schon relativ schnell und wir haben ein bisschen mehr Lenkausschlag, damit man ein bisschen besser über die Kurven kommt. Und ich finde, das ist schon für mich zumindest Herausforderung genug, da jetzt vernünftige Runden zu fahren mit. Es macht auch schon irgendwie wirklich richtig viel Spaß, hier mit zu fahren. Hätte ich jetzt vorher so auch nicht gedacht. Die Herausforderung ist wirklich richtig schnell zu fahren und trotzdem die Kurven noch zu kriegen. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Zur Fernsteuerung gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Von der Qualität her finde ich die wirklich ganz gut. Die kann man ja auch noch mit anderen Autos binden. Ist ja eigentlich eine ganz normale 8-Kanal-Fernsteuerung. Man kann ein bisschen was einstellen. Also für die Sache auf jeden Fall völlig ausreichend. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Link zu den Pocket Racern und zur Strecke setze ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Pocket Racern haltet. Ihr könnt mir auch gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.